YouTube und der Algorithmus. Ein fester Bestandteil der Plattform, welcher sie grundlegend gestaltet. Er legt fest, was auf der Startseite angezeigt wird, welche Videos dir als nächstes empfohlen werden oder was auf der Trendingpage erscheint. Kurz gesagt, er legt fest, was gesehen wird und was in der Masse der Videos untergeht. Dabei geht der Wirkungsraum längst über die ausgewählten Videos hinaus und trägt indirekt zu Wahlen, verbreitetem Wissen oder sogar der öffentlichen Meinung bei. Haben wir die Macht über diese Punkte längst einem Computer überlassen oder ist es nur eine einfache Ausrede, die Konsequenzen auf den Algorithmus zu schieben? Wer hält wirklich die Macht über die Empfehlungen auf YouTube inne? Die Ergebnisse der Empfehlungen auf YouTube sind 4 mitwirkenden Parteien zuzuschreiben: den Entwicklern, dem Algorithmus selbst, den Videoproduzenten und den Zuschauern. Folgenden werde ich die Machtgebiete und Verhältnisse dieser 4 Parteien analysieren, um auf ein Ergebnis darüber zu kommen, wer über welche Macht über die YouTube-Empfehlungen verfügt. Die Entwickler bzw. YouTube als Unternehmen selbst bilden die Pre-Algorithmic Governance der Plattform. In Berücksichtigung eigener Interessen sowie Regeln und Pflichten, an die sie sich halten müssen, formen sie das Grundgerüst der Plattform und der darauf aufbauenden algorithmischen Entscheidungen. Für ein Verständnis über die Situation der Pre-Algorithmic Governance auf YouTube muss man vor allem das primäre Leitbild betrachten. Was ist das algorithmische Ziel der Austräger? YouTubes eigenes algorithmisches Ziel definiert die Plattform wie folgt: Wir möchten, dass sich Nutzer mehr Videos ansehen, die ihnen gefallen, damit sie YouTube regelmäßig besuchen. Damit ist YouTubes Einstellung vor allem zuschauer-, aber auch wirtschaftsorientiert. Denn mehr Website-Besuche bedeuten im Endeffekt mehr Auseinandersetzung mit Werbeclips, welche die Plattform finanzieren. Dabei steht die Wirtschaftlichkeit laut YouTube aber nicht über allem, denn die Maximierung der Website-Aufrufe ist daran gebunden, dass dies durch Inhalte entsteht, welche Zuschauern gefallen. Pre-Algorithmic Governance auf YouTube baut ihre Macht über das algorithmische System grundsätzlich in 3 Richtungen aus: Algorithm as Gatekeeper, Algorithm as Talent Agent und Algorithm as Drug Dealer. Als Gatekeeper entscheidet YouTube vorneheweg, welche Inhalte von der Plattform ausgeschlossen werden und was am algorithmischen Ökosystem teilnehmen darf. Als Talentagent vermittelt sie dann zwischen Talenten in Form der Videoproduzenten und dem Publikum. YouTube wächst wie ein Talentagent mit dem Erfolg seiner Talente. Der Algorithmus wurde deshalb darauf ausgelegt, erfolgreiche und standhafte Talente zu erkennen und langfristig zu unterstützen. Gegenüber den Zuschauern funktioniert YouTube als Drogendealer. Der Algorithmus wurde darauf ausgelegt, die Zuschauer möglichst lange und möglichst häufig an die Inhalte und somit an die Plattform zu binden. Das funktioniert durch Anpassung des Algorithmus auf einzelne Personen und ständiges Zuliefern mit neuen, für den jeweiligen Nutzer für optimal befundenen Videos. Die Funktionsweise des Algorithmus selbst bildet die Algorithmic Governance. Denn auch wenn der Algorithmus und sein Fokus durch die Pre-Algorithmic Governance erstellt ist, sind seine Ergebnisse fast nie exakt vorherzusagen. Es besteht also ein gewisser Spielraum an Entscheidungsmacht, welcher vom Algorithmus selbst ausgeht. Das passiert auf YouTube vor allem durch den Einsatz von 4 miteinander agierenden neuronalen Netzen. Neuronale Netze sind Systeme für computerbasierte Lösungen, welche sich an der Funktionsweise des Gehirns inspirieren. Durch Feedback, welches dem neuronalen Netz aufgrund einer Handlung positive oder negative Reaktionen gibt, lernt das neuronale Netz und versucht sich immer weiter den Werten anzunähern, welche vom Plattformbetreiber festgelegt wurden. Auf YouTube also kurz gefasst das Erkennen von Nutzerverhalten, Videoinhalt und Reaktion von Zuschauern auf jeweilige Videos, welche zum Ziel des Unternehmens YouTube führen, also dass Zuschauer sich häufiger Videos auf YouTube ansehen, welche ihnen gefallen. Auf dem Weg dieser Zielerfüllung bauen die neuronalen Netze neuronale Cluster. Das sind Anhäufungen an Zusammenhängen, welche über verschiedene Nutzer oder Inhalte getroffen werden können. Das Erstellen dieser neuronalen Cluster ist allein den neuronalen Netzen überlassen. Die Existenz dieser ist allerdings ausschlaggebend für das Ergebnis der algorithmischen Entscheidung. Denn auch wenn ein Video sensationelle Werte hat, zum Beispiel von jedem Zuschauer zu 100% gesehen wird und jedem Zuschauer gefällt, wird das Video mit hoher Wahrscheinlichkeit trotzdem keine prominente Platzierung auf der Startseite oder Co. erhalten, wenn es keinem oder nur einem sehr kleinen neuronalen Cluster zuzuordnen ist. Dass ein Video die Ziele des Unternehmens YouTube erreicht, reicht also nicht aus, wenn der Algorithmus selbst nicht zuordnen kann, wem das Video speziell gefallen könnte oder welchen anderen Videos dieses Video zugehörig ist. Somit hält die Algorithmic Governance durch das eigene Erstellen neuronaler Cluster eine bedeutende Macht darüber, was vorerst überhaupt zur Auswahl gestellt werden wird. Die Videoproduzenten auf YouTube verfügen über die Creator Governance. Ihre Macht liegt vor allem in der Beeinflussung des Algorithmus der durch sie geschaffenen Daten. Der Algorithmus funktioniert durch das Auswerten von Daten und das Kategorisieren dieser. Doch 2 der relevantesten Datenströme finden ihren Ursprung in der Creator Governance. Einerseits die Videos, die es überhaupt zu kategorisieren gilt,
Andererseits aber auch ein großer Teil der Daten, der durch die Zuschauer generiert wird. Denn Zuschauer können nur mit jenen Videos interagieren, welche auf der Plattform verfügbar sind. Gäbe es auf YouTube nur Videos zum Thema Kuchen, würden nur Videos zu Kuchen gesehen werden und der Schluss des Algorithmus könnte sein, dass alle Zuschauer nur Videos zu Kuchen sehen möchten. Solche extreme Fälle sind natürlich sehr unrealistisch. Trotzdem ist es vor allem Creatoren, welche bereits eine große Zuschauergruppe haben, möglich, Themen oder Verhaltensweisen auf diese Art auf der Plattform algorithmisch zu etablieren. Erstellt ein bekannter Creator plötzlich viele Videos zu einem neuen Thema, erfährt dieses Thema eine Masse an neuen Datenströmen und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus den Schluss zieht, auch weitere Videos von anderen Creatoren zu diesem Thema algorithmisch zu bevorzugen. Durch die Wechselwirkungen der verschiedenen Parteien ist es den Creatoren als Gemeinschaft sowie großen Creatoren als Einzelnen also möglich, im Verständnis ihrer Position die algorithmische Sortierung grundlegend mitzubestimmen und zu verändern. Die Zuschauer der Plattform bilden die Audience Governance. Sie sind die, nach dem sich das Leitbild des Unternehmens YouTube richtet, welche der Algorithmus versucht zufriedenzustellen und auch welche die Videoproduzenten versuchen anzusprechen. In ihnen spitzt sich ein Großteil der Interessen der anderen Parteien zu. Haben sie also die größte Macht? Die Macht der Audience Governance geht vor allem von dem eigenen Interagieren mit Inhalten aus. Sehen Sie sich etwas lang oder häufig an, geben Sie dem Algorithmus und somit auch dem Creator ein positives Feedback. Im Gegenteil ist es andersherum der Fall. Doch kommt es in diesem Fall weniger auf den einzelnen Zuschauer als auf die gesamte Masse an Zuschauern an. Die Macht der Audience Governance ist somit, auch wenn sie den größten Kern der algorithmischen Entscheidung bildet, verglichen zu den anderen Akteuren deutlich verstreuter und dezentralisierter. Wer hat nun also die Macht? Diese Frage ist nicht konkret zu beantworten. Zu sagen ist allerdings, dass der Großteil der Akteure der Plattform YouTube nutzerzentriert sind. Scheint es eine Menge an Zuschauern zu geben, die sich für einen bestimmten Inhalt interessieren, ist die Chance sehr hoch, dass dieser Inhalt eine hohe Relevanz in der algorithmischen Sortierung erhalten wird. Trotzdem geht die gesamte Macht nie von einer einzelnen Gruppe aus, da für das aktuelle algorithmische Ökosystem alle Akteure teilnehmen müssen. Denn jeder Akteur hat seine eigenen Machtgebiete und ist essentiell für das Bestehen des algorithmischen Systems. Theoretisch ist es für die Pre-Algorithmic Governance jederzeit möglich, die Plattform komplett vom Netz zu nehmen. Die Macht über Tod und Leben des Systems ist also bei ihnen am ausgeprägtesten. Doch solange das algorithmische System bestehen bleibt und das Leitbild der Pre-Algorithmic Governance sich nicht grundsätzlich ändert, sind alle Parteien nötig und verantwortlich für die Ergebnisse der algorithmischen Sortierung. Somit hat jeder der Akteure Macht über die algorithmische Sortierung. Jedoch nicht jederzeit zu gleichen Maßen oder auf eine gleiche Art und Weise, sondern immer nur in ihrem eigenen speziellen Machtgebiet.